Mein Name ist Noah, ich lebe in Berlin. Ich habe die letzten 2 Jahre für die Jüdische Studierendenunion Deutschland als Geschäftsführerin gearbeitet. Einfach weil ich nicht nur Teil der jüdischen Gemeinschaft sein wollte, sondern diese auch aktiv mitgestalten wollte. Ich komme eigentlich aus Bergisch Gladbach, also einer Vorstadt von Köln, einer recht kleinen Stadt. Und mein Elternhaus würde ich an sich, sagen wir, israelisch-deutsch-sowjetisch beschreiben. Und gerade dieser Israel-Bezug war immer sehr groß, weil ich sehr früh, sehr regelmäßig immer zu meinen Großeltern nach Israel gefahren bin. Und ich glaube, das auch so der Grund oder der Auslöser war, mich so mit meiner jüdischen Identität zu beschäftigen. Und da habe ich halt gemerkt, deswegen vielleicht auch der Bezug, warum mich Berlin so gereizt hat, war, dass ich eben in Bergisch Gladbach aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin und mein Bruder, ein weiteres Mädchen und ich die einzigen jüdischen Personen auf dieser Schule waren. Und ich auch immer sehr stolz und offen mit meinem Judentum umgegangen bin, schon immer. Also ich habe immer gesagt, dass ich jüdisch bin und fand zum Beispiel ganz interessant zu sehen, dass dieses eine Mädchen auf der Schule sehr versteckt damit umgegangen ist und das gar nicht mitteilen wollte. Und da habe ich auch so gemerkt, warum macht man das? Und ich möchte jüdische Angebote haben. Ich möchte mich auch mit anderen jüdischen Menschen irgendwie umgeben und habe so eine kleine Antipathie, deswegen glaube ich irgendwie zu Kleinstädten entwickelt, weil das einfach auch sehr nicht weit gedacht war. Auch natürlich ist man angeeckt dadurch, so wie du feierst nicht die üblichen christlichen Feiertage. Also mit dieser Identität hat man sich schon sehr, sehr verloren gefühlt, vor allem weil man immer diesen Anders-Aspekt auferlegt bekommen hat. Auch einfach, dass super viel Unwissenheit geherrscht hat, ja. Auch in Bezug zu Israel, wenn das war, wo fährst du in den Sommerferien hin, ich fahre nach Israel, war das immer sehr, man hat einfach gemerkt, es gab kein Wissen oder man wusste nichts über dieses Land. Und dieses Anderssein, obwohl man ja, ich nie so wirklich anders war in dem Sinne. Wenn man jetzt wenn man jetzt das Jüdische kurz außer Acht lässt und mich als Person betrachtet, was zum Beispiel auffällt, ist, dass zum Beispiel Fashion eine extreme Leidenschaft von mir ist, ja. Und einfach aus dem Grund, weil ich finde, man kann dadurch Grenzen austesten, aber muss das nicht auf so eine unangenehme Weise machen, dass man vielleicht sein Umfeld irgendwie in eine unangenehme Situation bringt. Und das ist mir irgendwie auch in der jüdischen Welt wichtig. Ja? Und ich habe auch gemerkt, dass gerade, wenn man zum Beispiel in die deutsche Mehrheitsgesellschaft schaut, dass da immer ein gewisser Stereotyp besteht von, was ist das? Was ist ein Jude, was ist eine Jüdin? Und dass ich das da auch wieder mag, gerne aufzubrechen mit meiner Erscheinung, weil ich einfach nicht die typische in der Mehrheitsgesellschaft, was sie sich darunter vorstellt, die typische Jüdin bin. Wir müssen uns mit den positiven Seiten des Judentums beschäftigen und wir müssen uns mit der Pluralität beschäftigen und wir müssen aufzeigen, dass es verschiedene jüdische Persönlichkeiten gibt oder Arten von Persönlichkeiten oder auch Auftreten. Das ist schon immer sehr, sehr interessant, dass wenn man dann in den Raum tritt und man weiß, man geht zum Beispiel zu einem Panel, wo eine nicht-jüdische Audience ist und die Leute erwarten nicht, dass ich die Person bin, die dann auf dem Panel sitzt. Und ich greife das auch immer sehr gerne auf, zu sagen, hey, es ist einfach nicht dieses Bild, was oft in der deutschen Gesellschaft signalisiert wird. Es ist ein religiöser Jude mit Päis, mit Kippa, mit langer schwarzer Kleidung oder Frauen mit langen Röcken. Das ist nicht nur das Judentum. Es ist ein großer Aspekt und auch ein wichtiger Aspekt innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, aber es gibt super viele andere Persönlichkeiten. Ich glaube, was man anders machen muss in der jüdischen Community oder mit der jüdischen Community, ich glaube, das muss man auch generell in 2 Dimensionen betrachten. Es gibt natürlich die Wirkung nach außen und die Wirkung nach innen. Und wenn wir die Wirkung nach außen betrachten, ist es, glaube ich, extrem wichtig, einen positiven Narrativ darzustellen, weil auch wieder Deutschland natürlich hier sehr, sehr negativ behaftet ist. Es geht und muss natürlich auch um Antisemitismus gehen. Es ist aber gerade wichtig, und ich merke das auch in meiner Generation, es ist enorm wichtig, diesen positiven Narrativ nach außen zu tragen, zu zeigen, worum geht es uns als jetzt im 2020 lebende Jüdinnen und Juden, in dem Fall in Deutschland, und was möchten wir nach außen tragen? Wir möchten
gerade diese jüdische Vielfältigkeit, diese verschiedenen Persönlichkeiten möchten wir heraustragen. Und es muss auch um Trauer gehen, aber es sollte nicht nur um Trauer gehen. Und ich glaube, dass man das nicht erwarten kann von der deutschen Mehrheitsgesellschaft, dass sie das angeht. Deswegen muss es von innen passieren. Wir müssen aufzeigen, wo wir hingehen möchten und was wir haben möchten und wie wir wahrgenommen werden möchten. Und dann kann das, glaube ich, die andere Seite erst adaptieren. Ich habe den Eindruck, dass wir von außen auf eigentlich zwei Dinge reduziert werden als Jüdinnen und Juden, und zwar auf Antisemitismus und auf den Nahostkonflikt. Und das sind die Punkte, die meiner Meinung nach in der deutschen Gesellschaft Judentum ausmachen. Und das ist für mich fatal. Ich finde das fatal und ich finde, man muss das aus der Welt schaffen. Es ist wichtig, Antisemitismus natürlich aufzuzeigen, zu bekämpfen, an die Shoah zu erinnern. Und das ist auch nochmal ein ganz anderer Aspekt der Erinnerungskultur in Deutschland, wo ich mir auch denke, da könnte sich die deutsche Kultur ein wenig oder die deutsche Gesellschaft ein wenig mehr an Jüdinnen und Juden orientieren. Und es reicht nicht, am 27. nie wieder zu schreien und sonst im Jahr sich auszuruhen und über Antisemitismus hinwegzuschauen, vor allem weil uns einfach in den letzten Jahren, glaube ich, klar geworden ist, dass Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und einfach in allen Schichten und auch in allen politischen Strömungen vorkommt. Ich glaube, meine Rolle als Frau im Judentum sehe ich als eine Pioniersrolle. Ich finde, man sollte immer vorausgehen, wenn man sich sicher fühlt in dem, wer man ist, was man ist. Geh diesen Weg und schaue, ob man vielleicht einen Weg ebnet für jemanden. Und vor allem unterstützt man immer untereinander unterstützen. Und da habe ich das Gefühl, wenn man sich selber stark fühlt in dem, was man ist, dann sollte man eine Pioniersrolle einnehmen. Man sollte nach vorne gehen und man sollte schauen, dass man sich gegenseitig fördert, dass man sich vor allem bestärkt und dass man sich nicht unterdrückt. Und gerade diese Rolle als Frau finde ich extrem wichtig, dass wenn man andere Frauen mit Ambition, mit Potenzial sieht, dass man sich einfach gegenseitig fördert und zusammen, es ist einfach so, dass man zusammen Dinge viel besser erreichen kann als alleine und sich einfach als Kollektiv zusammenschließt. Und da muss ich aber auch sagen, in der jüdischen Community, was der Support von Frauen untereinander angeht, ich bin super begeistert. Es ist super, super schön und vor allem auch, und das sieht man zum Beispiel auf Veranstaltungen, Jewish Women Empowerment Summit von der ZWST, Zentralrat, JSUD, dass in den letzten 1-2 Jahren wirklich Frauen aus den unterschiedlichen Denominationen dort waren und so toll miteinander geredet haben und einfach sich untereinander supportet haben und einfach so viel Verständnis für die andere Seite gezeigt haben, wo viele einfach überrascht waren. Und ich glaube, das ist auch was Besonderes im Judentum, dass das unter Frauen herrscht, weil ich weiß nicht, ob das auf der anderen Seite genauso aussieht. Ich glaube, ich möchte mich letztlich in einem Umfeld sehen, wo jüdisches Leben vorhanden ist, wo es aber nicht nur darum geht und wo man auch nicht nur der Jude, die Jüdin ist. Und das sind Beispiele Israel, New York, einfach Orte, wo ich genau diese eigentlich persönlichen Interessen, die ich im Alltag habe, wo es mehr um diese Aspekte geht, um diese Punkte geht. Und dabei bin ich auch jüdisch und kann trotzdem am Freitagabend Schabbes feiern. Ich hatte einfach die Idee, oder was ich machen möchte, ist Schabbesdinner. Und zwar Schabbesdinner mit jüdischen und nicht-jüdischen Personen. Und zwar, wir haben Essen ist immer gut, wir haben in Liluino auch ganz gut. Und so, man kommt so ins Gespräch und man lockert so auf. Ich glaube, was man der jungen jüdischen Gemeinschaft mitgeben kann, ist, seid kreativ und fördert eure Kreativität untereinander. Weil einfach junge Menschen so viel mehr Blickwinkel haben und so viel mehr kreative Ideen haben. Und das ist auch ein Appell vielleicht an die ältere Generation, die mit der jungen Generation arbeitet. Eröffnet Türen für diese Menschen und lasst diese Menschen selber Leader für sich sein, weil ich glaube, langfristig ist es ausschließlich eine Bereicherung
für die jüdische Community.